der Floristik gibt es verschiedene Gestaltungsarten. Das ist vegetativ, dekorativ und formal-linear. Dekorativ sind oft Sachen, die sehr groß sind, barock. Eigentlich der Hauptteil der Dekorationen. Und vegetativ geht wirklich in die Richtung, dass man sich auch, sage ich jetzt mal, inspiriert an einem wirklich natürlichen Ort. Man nennt das auch Biotop und da nimmt man sich wirklich die Sachen aus der Natur raus, je nachdem wie halt dann das Thema ist. Und formal-linear ist eine sehr reduzierte Gestaltungsart. Da werden oft einfach eine lange Blüte und dazu wirklich nur dann einen gebogenen Ast dazu gibt. Man unterschätzt es aber manchmal auch, weil das wirklich dann von Abwägung, Gleichgewicht, wo sitzt der Schwerpunkt. Ja? Auch das wird einem alles in der Berufsschule beigebracht. Also es wird teilweise auch gerechnet, ausgerechnet der goldene Schnitt. Manche Schwierigkeiten in unserem Beruf sind zum Beispiel, dass man Kunden gerecht wird. Also wenn da jemand kommt für ein Hochzeitsgespräch, dass man sich wirklich darauf einlässt und sich ein Konzept überlegt. Und das ist ja meistens gar nicht so einfach, weil viele Leute vorher noch gar nicht wissen, was sie genau wollen. Und dann muss man das irgendwie mit der Person miteinander auch rausfinden. Es gibt schon Firmen, die nur auf Eventfloristik zum Beispiel spezialisiert sind, für einen Opernball zum Beispiel oder verschiedene Bälle, wo dann wirklich Säle ausgeschmückt werden mit Gestecken. Dann gibt es oft in der Nähe von Friedhöfen oder so Floristen und Gärtnereien, die halt speziell auch dann natürlich Trauerfloristik machen. Ich war schon immer sehr kreativ und handwerklich geschickt und habe auch gern viel daheim gebastelt. Und von dem her war auch klar, dass ich dann etwas in die Richtung machen möchte, beruflich. Und somit bin ich dann auf Floristin gekommen, ja. Im Alltag, was anfällt von der Arbeit her, sind auf jeden Fall einmal die ganzen Pflanzen zu versorgen. In der Früh gestalten wir die Auslage jeden Tag. Dann geht es meistens dazu, dass wir regulär Sträuße binden, Bestellungen abarbeiten. Und dann kommt es von Tag zu Tag darauf an, ob eine Beerdigung ansteht oder eine Hochzeit. Oder saisonal ist es auch immer sehr unterschiedlich, was eben zum Tun ist. Aber im Generellen gefällt es mir einfach wirklich die Kreativität dahinter. Und da ist dann eigentlich egal, welches Werkstück oder welche Art von einer Sache speziell, sondern wirklich einfach die Kreativität. Besondere Anforderungen wären zum Beispiel eben schon die erwähnte Kreativität, dass man handwerklich geschickt ist, mit einem Messer oder einer Baumschere gut umgehen kann, dass man aber auch vielleicht gut Kopf rechnen kann, da man dann doch die einzelnen Blumen immer zusammenzählen muss vor der Kundschaft, wo es dann ein bisschen schneller gehen muss, eventuell auch. Man muss sehr viel stehen, also man steht eigentlich den ganzen Tag über. Man sollte auf jeden Fall geduldig sein, finde ich auch, weil oft viel nicht schnell geht, es oft sehr feine Arbeiten sind, die auch einfach Zeit brauchen und eine ruhige Hand. Der Kundenkontakt sollte einem auch nicht zuwider sein, da man wirklich den ganzen Tag laufend mit Kundschaften beschäftigt ist. Man sollte jede Pflanze beim Namen nennen können, beziehungsweise was fast noch wichtiger ist, wie man sie pflegt, welchen Standort, wie viel Wasser. Oft brauchen sie einen bestimmten Dünger. Das lernt man sowohl im Betrieb, in der Praxis einfach laufend mit, aber eben auch in der Berufsschule. Genau, und eben die ganzen botanischen Namen sind halt auch ein sehr, sehr großer Teil. Genau, man muss botanisch-lateinische Namen dazu auch noch lernen. Aber Hydrangea zum Beispiel, das weiß jeder dann in der Branche Floristin, also von den Floristen, dass das halt die Hortensia dann ist. Und dann kennt sich jeder aus. Genau, das ist wichtig. Ja. Man muss sich halt sehr viele Namen merken und sehr viel auswendig lernen. Gerade in der Berufsschule bei Tests besteht eigentlich hauptsächlich der ganze Stoff nur aus Auswendiglernen. Also es gibt die Möglichkeit auf jeden Fall, dass man die Masterprüfung macht danach noch. Ich mache zum Beispiel jetzt gerade noch die Lehre mit Matura. Das ist auch eine Möglichkeit, die man noch dazu machen kann. Ich gehe mit einem ganz anderen Auge draußen herum, sage ich einmal, durch die Natur, weil ich jetzt viel mehr sehe. Auch in der Berufsschule sammeln wir nämlich viel, was wir dann in unsere Werkstücke einbauen. Und somit sehe ich viel mehr, aus was man eigentlich alles machen kann und dass man jedes Blatt und jedes Stück Rinde wo einbauen kann und daraus eigentlich ein wunderschönes Gesamtbild machen kann. Genau.